Hallo ihr süßen Internetfreaks. Die Sendung am letzten Freitag, das war unsere letzte Sendung vor der Weihnachtspause. Ja, aber könnt ihr euch noch erinnern an unsere letzte Show vor der Bundestagswahl vor 3 Monaten? Ja, hört mal, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZDF-Magazin Royal, wie gerne die sich an ihre Arbeit erinnern. Viele sind enttäuscht, dass morgen frei ist, ne? Genau. Vor 3 Monaten haben wir hier über Facebook gesprochen und dieses seltsame Microtargeting. Wer war das denn gut aussehendes? Microtargeting. Parteien und Ministerien haben mit Microtargeting, also gezielter Werbung auf Facebook, den Bundestagswahlkampf beeinflusst. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil benutzt im Wahlkampf sein Ministerium, um bei Facebook SPD-Wähler zu umwerben. Mit Steuergeldern. Das ist super clever, aber leider super verboten. Ist ja gute süße Sexmaschine. Ja, und wir, das ZDF-Magazin Royal, wir haben sie dabei erwischt. Das Bundesarbeitsministerium und die SPD zum Beispiel bei verbotener Parteiwerbung auf Facebook, auf Steuerkosten. Und nach unserer Sendung vor 3 Monaten ist das passiert, was wir Media Bitches einen sogenannten Impact nennen. Nach Kritik von Jan Böhmermann. Arbeitsministerium trennt sich nach SPD-Targeting von Werbedienstleister. Das Bundesarbeitsministerium hat uns sogar eine E-Mail, eine persönliche E-Mail geschrieben und darin schreibt es, das war ein Fehler, der nicht passieren darf. Ein Fehler, der nicht passieren darf. 3 Monate später, heute wissen wir aber, der ein Fehler, der nicht passieren darf, ist dem Bundesarbeitsministerium seit 2018 leider 648 Mal passiert. Werbung für SPD-Fans. Arbeitsministerium hat jahrelang umstrittenes Targeting eingesetzt. Ja, zur Strafe muss der SPD-Bundesarbeitsminister jetzt 4 Jahre nachsitzen. Hubertus Heil wird weiter ein sehr guter Arbeits- und Sozialminister sein. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin Olaf Scholz. Nee, du bist Hubertus Heil und dein Ministerium hat Mist gebaut bei Facebook, jahrelang. Genau wie das Umweltministerium in Rheinland-Pfalz. Moment mal, wer war dafür nochmal verantwortlich? Die Grünen? Die schon wieder. Auch die Grünen in Rheinland-Pfalz haben verbotene Werbung gemacht auf Steuerkosten über ihr Umweltministerium. Aber nicht mit dem orangenen Auge vor dem Feld. Nicht mit uns, nicht mit dem ZDF-Magazin. Wir haben euch erwischt, ihr ökoterroristischen Facebook-Amateure. Dass der Vorwurf berechtigt war, räumte das Ministerium kurz darauf ein. Wir sind da wirklich vorsichtiger geworden und haben auch das Mikrotargeting und das Schalten von Anzeigen gestoppt. Ja, das kommt davon, wenn man mit Steuergeld mitten im Bundestagswahlkampf verbotene Werbung bei Facebook schaltet. Es handelt sich auf alle Fälle um eine illegale Praxis. Das ist keine Öffentlichkeitsarbeit, sondern gezielte Wahlbeeinflussung. Das ist verfassungsrechtlich nicht erlaubt. Verfassungsbruch, illegale Parteispende und Wahlbeeinflussung. Das ZDF-Magazin Royal hat aus Versehen vor ein paar Wochen was richtig Krasses aufgedeckt, obwohl wir so doof sind. Aber meine Damen und Herren, Sie kennen mich, ich bin nicht der Typ, der sich wegen sehr guter Leistungen selber öffentlich auf die Schulter klopft. Darum machen das meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für mich. Gerne nochmal, Jan. Super gemacht. Oh, Jan, hätte ich echt nicht gedacht. Gerne, Bernd. Ganz tolle Arbeit. Gut gemacht, Jan. Danke. Ganz toll. Dankeschön. Mega, Jan, richtig. Das hast du so super recherchiert. Klasse, Jan, klasse. Gern geschehen, Leute. Frohe Weihnachten. Aber man darf sich nicht auf den eigenen Erfolgen ausruhen. Das ist ganz, ganz wichtig. Darum haben wir weiter recherchiert im Facebook-Sumpf. Und wir haben noch was herausgefunden. Die Parteien und Ministerien haben mit ihrem Microtargeting sehr wahrscheinlich auch gegen das Europäische Datenschutzgesetz, die DSGVO, verstoßen. Zum Glück interessiert sich in Deutschland kein Schwein für Datenschutz. Aber in Österreich. Und darum begrüße ich einen ganz besonderen Gast hier im Internet, im YouTube-Kanal des ZDF-Magazin Royal. Max Schrems, Profi-Datenschützer aus Österreich, hat schon 2 oder 3 oder 20 Mal Facebook verklagt. Schön, dass du da bist. Kleiner Applaus für Max Schrems. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Hier im Internet. So. Viele Leute haben die Sendung gesehen. Wir haben in der Sendung aufgerufen, die Leute sollen sich dieses Video anschauen. Jetzt musst du uns mal ganz kurz erklären, worum es eigentlich geht, was du von uns brauchst und wie du mit der Hilfe von unseren Zuschauern und Zuschauern Facebook verklagen möchtest. Wie geht das? Wir haben uns seit 2, 3 Jahren schon überlegt, wie wir politisches Targeting eben irgendwie angreifen können. Und Microtargeting haben wir Microtargeting, das genannt, genau.
Und das Problem ist, dass wir keine Fälle finden. Also wir brauchen, wo wir die Beweise haben, wo es wirklich sozusagen Microtargeting gegeben hat, alle diese Dinge brauchen wir perfekt in einem Fall. Idealerweise in einem Bundesland in Deutschland, das eine Behörde hat, die willens ist, was zu tun. Aber in Deutschland gibt es ja 17 Behörden. Ja, und die sind alle willens. Das sind ganz tolle, super Landesbehörden. Die meisten sind in Deutschland sehr willens, das muss man sagen, im Vergleich zu zum Beispiel Irland oder anderen Ländern in Europa. Aber wir brauchen sozusagen einen wirklich guten Fall dafür. Und nachdem wir dann Who Targets Me gesehen hat und das ganze Targets Leaks... Okay, also es geht um Folgendes. Wir haben vor 3 Monaten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer aufgerufen, installiert euch diese Browser-Erweiterung von Who Targets Me. Und das haben ganz viele Leute gemacht, nämlich genau 17.451. Und diese auserwählten Leute, die brauchen wir jetzt. Wenn ihr Leute von diese da mitgemacht habt, wenn ihr das jetzt seht, dann mitmachen. Was ist dann zu tun? Dann haben wir Schritt für Schritt. Ganz einfach. Wir haben eine Seite eingerichtet. Die findet man wahrscheinlich auch gut eingeblendet. Hier auf dieser Seite bitte jetzt draufgehen. Dort findet man einen Link zur Who Targets Me Seite. Dort kann man seine Daten runterladen von Who Targets Me und erneut, das ist unsere Verein, wieder hochladen. Das Ganze nennt man dann eine Datenspende. Und wir können dann in diesem Datenwust Fälle heraussuchen, die gut sind und würden dann einzelne Leute, wo ein passender Fall drinnen ist, kontaktieren und sagen, hey, magst du unser Beschwerdeführer sein für eine größere Aktion? Ohne finanzielles und juristisches Risiko? Ohne finanzielles, juristisches Risiko. Wir sind Vereinen spendenfinanziert, wir haben das Geld, das zu finanzieren und übernehmen auch alle Kosten, Mühen und sonst was. Wir brauchen nur eine Person, die betroffen ist. Und wenn du dann einen oder idealerweise mehrere Datenspenderinnen hast, wie willst du dann vorgehen? Was macht ihr dann? Wir schauen uns praktisch durch die Daten durch. Wenn wir einen Hit finden, kontaktieren wir die Person. Wenn wir keinen Hit finden, löschen wir die Daten wieder. Man muss sich natürlich bewusst sein, das sind sehr sensible Daten, die man da spendet, also irgendwelche politischen Targeting-Daten. Wenn das dann möglich ist, machen wir praktisch das nennen wir Strategic Litigation. Also man baut einen schönen Fall mit dieser Einzelperson. Also welches Bundesland ist zuständig, welche politische Partei war das zum Beispiel, die da geworben hat, welche Daten sind im Hintergrund verwendet worden. Und wir gehen davon aus, dass wir wahrscheinlich 10, 20 gute Fälle herauskriegen können. Und wen wollt ihr dann verklagen? Gegen wen geht ihr rechtlich vor? Das Facebook, ist oder? Facebook und die jeweiligen politischen Parteien, die das verwenden. Alle Parteien in Deutschland könnten betroffen sein? Könnten betroffen sein. Das Spannende ist, politische Werbung an sich ist nicht illegal. Aber wenn man sogenannte sensible Daten dafür verwendet, und das sind vor allem politische Meinungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gut, einem Deutschen, dem Sebastian Kurz gefallen hat, der könnte auch an AfD interessiert sein. So diese Hochrechnung. Was soll das denn heißen? Da könnte man zum Beispiel gut klagen und hätte wahrscheinlich auch noch persönlichen Spaß dabei. Du machst das ja schon seit vielen Jahren und auch mit großem Erfolg. Ich habe es gerade schon in der Anmoderation gesagt, du hast dich zweimal vom EuGH, dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, durchgesetzt gegen Facebook. Bist du sowas wie, ja schon so ein Angstgegner für Facebook, für Mark Zuckerberg in Europa? Ich nehme mich selber nicht sehr ernst bei den ganzen Sachen. Wenn du es ernst nimmst, dann kannst du dich gleich eingraben. Aber ich habe irgendwann einmal gehört, dass sie bei Facebook mich The Devil nennen anscheinend. Also zumindest in Irland. Das habe ich dann irgendwie als Kompliment so wahrgenommen. Ja, man muss das wirklich mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Du mit deinem Verein, ihr sucht euch solche Fälle raus und schafft es anhand von konkreten Fällen dann wirklich Facebook zu regulieren. Warum gelingt das der Politik denn nicht? Warum sind dann Leute aus der Zivilgesellschaft wie du gefragt? Die Politik, muss man sagen, hat es recht gut gemacht mit der DSGVO. Also gerade die europäische Politik und da muss man sagen, gerade das Parlament, die eigentlich da recht stark waren. Die Mitgliedstaaten waren die totalen Bremser. Gerade Deutschland war interessanterweise ein Riesenbremser. Das große Problem ist, die Zuständigkeit liegt in Irland und die irische Datenschutzbehörde hat ca. 10.000 Fälle im Jahr und ca. 6 bis 7 Entscheidungen. Das heißt, du hast ein Grundrecht auf Datenschutz, aber zu 99,99% der Fälle kannst du dein Grundrecht nicht ausführen. Das ist ein bisschen so wie ein Wahlrecht und halt 99,99% der Fälle ist halt keine Wahlurne da und das ist halt so wie Datenschutz in Europa. Warum ist das so in Irland? Hat das was damit zu tun, dass Facebook beziehungsweise Meta, was sagt man jetzt eigentlich, Meta oder Facebook? In Irland sind sie noch Facebook, ja. Hat das was damit zu tun, dass Facebook da wahnsinnig lobbyiert, um die irische Regierung oder die irische Behörden gefügig zu machen? Das ist der eine Verdacht. Das andere ist, Irland hat, was man ein Positive Regulatory Environment nennt. Also wenn du dich an die Gesetze nicht so hältst, passiert da nichts. Und das fängt an von irgendwelchen Airlines, die anscheinend alle lustigen Dinge machen, die wir kennen, so à la Ryanair, bis halt dann zu irgendwelchen Steuervermeidungsdingen bis zum Datenschutz. Also es ist ein ganz Gesamtpaket in Irland, wo viele von diesen Gesetzen einfach nicht ordentlich durchgesetzt werden. Das geht so weit, dass, was weiß ich, jedes kleine Blog in Deutschland braucht ein Impressum, sonst gibt es ein Abmahnschreiben. In Facebook hat bis heute kein ordentliches Impressum, du kannst nicht mal eine E-Mail schreiben.
Das klingt alles so ein bisschen für Leute, die sich mit der Materie nicht befassen, wie du oder wie wir jetzt in der Sendung im ZDF-Magazin. Schauen sich die Sendung an, die ist wirklich sehr zu empfehlen. Klingt das alles so ein bisschen nach Nerdkram und ist ja bloß im Internet. Aber das, was Facebook da seit vielen Jahren macht, ist tatsächlich nicht nur einfach ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, sondern das ist wirklich eine demokratiegefährdende Angelegenheit. Warum? Bestes Beispiel ist Cambridge Analytica. Also wenn man wirklich sagt, die haben wirklich diesen Einfluss gehabt und selbst wenn es nur 2-3% sind. Das war Cambridge Analytica war eine... Trump zum Beispiel statt Hillary vielleicht gewählt worden ist oder Brexit dann so passiert ist. Das war eine Firma, die hat mit den Daten, die Facebook ihr zur Verfügung gestellt hat, Menschen manipuliert. Genau. Ja. Und Werbung ist Manipulation. Also es ist ja auch sozusagen, dass du einen Kugelschreiber kaufst, auch Manipulation zum gewissen Grad. Ja. Die Werbung nehmen wir halt hin, weil ja, okay, hast halt, was weiß ich, irgendwas gekauft. Wenn es in die Demokratie geht, dann wird es natürlich wirklich problematisch. Und deswegen interessiert uns jetzt sozusagen auch der Fall sehr, weil wir können natürlich jetzt irgendwelche Beschwerden einbringen zu, da hast du, was weiß ich, irgendeine Werbung gesehen, die du nicht sehen solltest nach DSGVO. Aber wenn es wirklich um politische Beeinflussung geht, dann ist es natürlich extrem interessant und das sind auch Fälle, die wir wahrscheinlich bei den Höchstgerichten durchaus gut durchbringen. Also wenn wir sowas zum Beispiel vor den EuGH bringen, dann können die zuständigen Richter das erste Mal darüber entscheiden, weil solange es keinen Fall gibt, kann auch kein Höchstgericht groß was entscheiden dazu. Und insofern wäre es interessant, wenn wir halt passende Fälle kriegen und die dann schon langsam mal durch die Systeme hochkriegen. Welchen Einfluss hat denn auf deine Arbeit oder auch generell auf das, wie durch diese Datenschutzvergehen Demokratie ausgehöhlt wird, die Monopolstellung von Facebook? Ist das ein großes Problem? Ja, also ich glaube, dass sozusagen vieles von dem, was Facebook machen würde, am Markt tot sein wird, wenn es eine Alternative gibt. Mhm. Und ich glaube, dass wir prinzipiell im Silicon Valley einen ganz anderen Marktbegriff haben wie in Europa. Im Silicon Valley ist sozusagen, da wird auf eine App so viel Geld draufgeschmissen, dass sie alle anderen vom Markt verdrängen. Mhm. Und dann bist du Monopolist und dann wird gemolken. Und wir haben ja eigentlich so eine Idee vom permanenten Markt, wo du permanent 3-4 Anbieter hast, die gegeneinander arbeiten müssen. Und das probieren die im Silicon Valley gar nicht. Sie probieren einfach alle wegzudumpen und dann weltweit zu monopolisieren. Und ich glaube, gerade in Europa müssen wir da massiv reingehen, weil auch unsere sozusagen Alternativen gar keine Möglichkeit mehr haben, da Platz zu greifen, rein wirtschaftlich schon. Mhm. Die Facebook Papers sorgen ja seit ein paar Wochen für wirklich große Aufregung. Wir haben heute auch eine ganze Sendung dazu gemacht. Und auch Politikerinnen und Politiker sagen auch, ja, so langsam greifen wir mal ein, wir tun was. Und auch deine Erfolge sprechen der Bände. Ändert sich langsam was im Umgang mit Facebook? Ich glaube, es ändert sich langsam was, aber die Generation von Politikern, die dort sind, das ist immer noch Generation #Neuland. Mhm. Und ich glaube, die nehmen das erst schön langsam wahr, dass das eigentlich ein Ding ist. Also ich glaube, für die ist sozusagen irgendein Schraubenmonopol ein echtes Monopol, aber ein Online-Monopol nicht. Ne? Mhm. Und wir sehen jetzt auf europäischer Ebene, dass schon langsam das klarer wird und man was tut. Und das ist auch die einzige Ebene, die realistisch ist. Ist das auch eine Altersfrage? Also junge Politiker schnallen es, alte nicht? Ich glaube ja, aber es ist teilweise auch so, dass ich glaube, viele Jüngere das schon als gegeben hinnehmen. Die sind aufgewachsen damit, da war das immer schon so. Also es ist eine Mischung von Jungen, die sozusagen sehen, das ist ein Problem, aber auch Alten, die sich denken, naja, in anderen Sektoren haben wir es vielleicht nicht so gemacht. Ich glaube, die haben nur lange den Sektor nicht ernst genommen. Also die haben das halt eben so als App gesehen. Ne? Sind wir denn in Europa eigentlich, was den Einfluss von Facebook auf unsere Demokratien angeht, fast in so einer, obwohl es schon anstrengend ist, privilegierten Stellung? Weil in anderen Ländern ist ja dieser Konzern noch viel mächtiger und noch viel systemrelevanter als bei uns. Ja, also ich glaube, dass wir einen großen Unterschied haben. Klassisches Ding ist, wir haben öffentlich-rechtliches Fernsehen in Europa. Das gibt es ja in vielen Ländern nicht sozusagen. Wir haben normalerweise durchaus dominante, gut gediehene Medien in den meisten Ländern. Aber es ist auch nicht in allen europäischen Ländern so. Und ich glaube, dass wir da noch in einer relativ guten Position sind. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass es die gibt, weil ich bin oft international dann irgendwie unterwegs und da ist Europa das leuchtende Vorbild, obwohl das bei uns alles wirklich scheiße ist am Ende, weil es bei uns noch halbwegs irgendwie realistisch ist, was zu machen. Gerade die Amerikaner, da gibt es Umfragen, die wollen das auch alle nicht. Aber die glauben gar nicht mehr, dass ihr politisches System das irgendwie einfangen können. Also wenn du dein Budget schon nicht verabschieden kannst, dann kannst du auch keine Facebook-Reform verabschieden. Und da ist Europa eigentlich so ein bisschen der leuchtende Stern und zwar sehr matt leuchtend in Wirklichkeit, aber doch. Ne? Ja, dein Weg ist ja der zivilgesellschaftlich-juristische. Also du gehst in Einzelfällen gegen Facebook vor oder Politikerinnen und Politiker oder Ministerien und Institutionen. Es gibt ja auch, unsere Forderung war ein bisschen radikaler und kommt jetzt, ich sag mal, eher von der Kulturseite her einfach die Forderung zu sagen, ja, jetzt wird es mal enteignet. Das ist ja kein unüblicher Vorgang. Kann man da nicht mal mit einer ganz großen Brechstange ran? Warum machst du es dir so umständlich? Man kann einfach mal draufhauen und dann das Ding einfach zerteilen. Es gibt das Grundrecht auf Datenschutz und dann gibt es leider noch dieses Grundrecht auf Eigentum. Das ja, ist dann aber wenn einer so alle Daten hat, dann muss man da irgendwann mal sagen... Ich glaube, was die realistische und der wirklich galante Zugang wäre,
ist der, den wir in Europa sonst gemacht haben, ist Netze zu öffnen. Also bei uns darf ein privater Zug über die Deutsche Bahngleise drüber fahren. Da wäre es auch kein Problem zu sagen, naja, man könnte ja auch so ein soziales Netzwerk verpflichten, dass es offene Interfaces haben muss. Und dann muss sich Mark Zuckerberg mit der Bundesnetzagentur rumschlagen. Ja, oder mit den Überbleibseln von StudiVZ oder so. Nee, aber wäre das wirklich ein Weg? Ich denke immer an so, als Beispiel an die Eisenbahn im 19. Jahrhundert. Also eine systemrelevante Struktur, wo man irgendwann gesagt hat, ey, es gibt so viele Spurbreiten, es gibt so viele verschiedene Bahnhöfe, wir müssen mit diesem Mist jetzt aufräumen. Jetzt wird enteignet, aufgekauft und jetzt machen wir ein großes Ding. Das ist ja jetzt kein ungewöhnlicher neuer Prozess in der Menschheitsgeschichte, einen dominanten Marktplayer an die Kette zu nehmen, und zwar auch mit radikaleren Mitteln. Ich glaube, es ist radikal, aber es ist wahrscheinlich nicht ideal. Also es ist sozusagen eine einfache Antwort und ich meine, Comedy ist dafür da, auch manchmal einfachere Antworten zu geben. Ja, einfach mal so Sachen in den Ring zu werfen und mal zu sagen, why not? Why not Enteignung? Aber klassisch macht man sowas eben durch Netzöffnungen, durch Interoperabilität. Das ist ein blödes Wort, aber sozusagen der Stecker passt überall rein. Das heißt also, auf meiner WhatsApp-App kommen dann auch die Nachrichten von Signal an beispielsweise. Genau. Das ist das beste Beispiel, wo die sagen, ja, das ist technisch unmöglich. Es hat das Ganze schon mit diesen Messengern auf Computern gegeben, also so ICQ-Messenger, so ältere Semester kennen. Und, und wir damals, Leute ab 20. und damals hat es Jabber gegeben, das war eine offene Schnittstelle, sodass ich vom ICQ-Messenger zum MSN-Messenger schreiben kann. Das ist bei einer Messenger-App heute überhaupt nichts anderes, das wäre technisch relativ banal. Nur muss man es mal irgendwo in ein Gesetz reinschreiben und dann durchsetzen. Und ich glaube, da fehlt oft die Kreativität, wie man sowas gut angeht. Aber ich glaube, viele von diesen Strukturproblemen, weil du Eisenbahn angesprochen hast, von Zeit irgendwann einmal, was ist das, ZDF-Info oder sowas, irgendwo zu Monopolen im Eisenbahnbereich geben. Und die haben genau das Gleiche gemacht. Verschiedene Spurbreiten, verschiedene Kupplungen, was weiß ich. Es geht nicht. Unsere Züge haben Spur 0 und die anderen Spur 1. Geht leider nicht. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und irgendwann hat sich dann einer durchgesetzt und war der Monopolist und hat halt Rockefeller geheißen oder so. Ne? Oder das war nicht Standard Oil, ich bin mir da nicht in Deutschland ist es anders, aber in Amerika, glaube ich. Genau, und genau das probieren jetzt digital wieder zu machen. Zu sagen, gut, auf dieses offene Internet, was wir eigentlich haben, bauen wir eine geschlossene Plattform oben drauf. Und die Antwort kann nur sein, dass wir das wieder aufmachen. Und ich glaube, wenn mal der Markt wirklich funktioniert und es 10 Angebote gibt, dann hast du keine Monopolisten mehr. Deine Strategie oder eure Strategie ist die Strategie der 1000 Nadelstiche. Und dabei könnt ihr, liebe ZDF-Magazin-Zuschauerinnen, die sich die Who Targets Me App runtergeladen haben, helfen. Hier nochmal die Adresse. Das ist die Website von eurem Verein. Und ein kurzer letzter Satz noch. Ja, gerne. Es sind ca. 4.000 Leute, die diese App aktuell noch installiert haben. Also, ach so. Wir haben eine wirklich kleine Gruppe, die wir da suchen. Moment mal, von den 17.451 Leuten, die wir damals hatten, haben nur noch 4.000 diese App. Circa gehen wir davon aus. Die Und Zahlen diese wissen wir nicht genau. Nur um die geht es? Um diese Leute bemühen wir uns gerade sehr stark. Wir haben sie sehr, sehr lieb. Wegen 4.000 von diesen Fickern machen wir jetzt dieses lange Video hier, oder was? Die Leute, ey, wenn ihr noch diese Who Targets Me App habt, wenn ihr das noch nicht deinstalliert habt, bitte nicht deinstallieren, meldet euch bei Max Schrems und seinem Oder wenn Verein. jemanden kennt, der das gemacht hat. Genau, wenn irgendjemand das erwähnt hat, wir suchen diese Menschen. Ganz dringend, es geht darum, Facebook in die Knie zu zwingen. Hier ist der Kampf Max gegen Goliath im wahrsten Sinne des Wortes, also quasi praktisch. Wir brauchen euch, eure Datenspende. Das ist die Website nochmal von Max Verein. Bitte meldet euch bei Max Schrems. Und wenn ihr wenn das hier das erste Video ist, was ihr gesehen habt zum Thema Facebook, checkt die Sendung aus in der ZDF-Mediathek oder bei YouTube, auch ein großer Teil. Unser Interview mit Frances Haugen, der Verantwortlichen für die Facebook Papers, die Facebook Leaks. Vielen Dank, Max Schrems, dass du da warst. Liebe Grüße und gute Reise zurück nach Wien. Und wir sehen uns heute Nacht im Facebook Messenger um 3. Bis dann. Tschüss.